Der Plan begann. Wir suchten nach Schleusern, die als vertrauenswürdig galten. Sie sagten uns, die Reise würde über das Meer gehen mit einem Schiff, das uns nach Italien bringen würde, von wo aus wir dann nach Europa gelangen sollten. Es schien einfach, wie sie es beschrieben. Ich ging zum Strand und schlief dort, während ich auf die Abreise wartete, aber ein ganzer Tag verging, ohne dass die Reise stattfand. Danach wurde die Fahrt abgesagt und ich kehrte nach Hause in der Türkei zurück und dachte bei mir, alles, was geschieht, ist von Gott und zum Guten. Später erfuhr ich, dass dies die letzte Fahrt des Schiffes war, bevor die türkische Küstenwache es wegen Schmuggels festnahm. Ich dankte Gott, dass ich nicht an Bord war und sagte, möge Gott ihnen beistehen. Danach kam der Schleuser und erklärte, wir würden mit Autos über Land reisen. Der Fußmarsch würde nur 2 Stunden dauern und der Rest der Reise würde in Fahrzeugen stattfinden. Ich war beeindruckt von dem Angebot, als wäre es eine Touristenreise, denn mein Wissen beschränkte sich auf medizinische und religiöse Forschungen. Von Geografie hatte ich keine Ahnung. Es gibt Menschen, die mit der Leidenschaft für Reisen in ferne Länder geboren werden, aber ich gehörte nicht dazu. Ich war der Überzeugung, dass der Lebensunterhalt von Gott kommt, egal wo man ist. Deshalb hatte ich nie das Bedürfnis zu reisen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es sei denn, die Notwendigkeit würde es erfordern. Hätte ich jedoch gewusst, was für Qualen, Leiden und Erniedrigungen mich auf dem Weg nach Europa erwarten würden, wäre es unmöglich gewesen, diese Reise zu unternehmen. Selbst in der Türkei, wo es Menschen gab, die mir Schaden zufügen wollten, genoss ich den Schutz einflussreicher Personen und meine finanzielle Situation war mehr als gut. Es gab eigentlich keinen zwingenden Grund, das Land zu verlassen. Wie seltsam. Gott wusste, dass ich keinen einzigen Schritt unternommen hätte, wenn ich das volle Ausmaß dessen gekannt hätte, was mich auf dieser Reise des Todes erwartete. Daher ließ er mich nichts davon erkennen, um mich dazu zu ermutigen, mein Ziel, Deutschland, zu erreichen. Heute, nachdem ich Europa erreicht habe, bereue ich es nicht. Im Gegenteil, ich finde hier mehr Respekt für die Freiheit des Menschen und mehr Komfort, als ich ihn in den muslimischen Ländern selbst gefunden habe. Natürlich gibt es auch hier Herausforderungen, aber sie sind bei weitem leichter zu ertragen als die Einschränkungen in Gesellschaften, die keine Vielfalt akzeptieren. Mein Herr weiß, wo das Gute für mich liegt, auch wenn ich es nicht weiß. Deshalb verbirgt er manchmal Details zu meinem eigenen Wohl vor mir, sodass ich nach außen hin wie jemand handeln mag, der ein wenig naiv ist. Warum nicht? Manchmal wird man getäuscht und glaubt an Menschen, die es nicht verdienen. Doch in Wirklichkeit ist es nicht so, wie es scheint. Gott lässt dich vielleicht gewisse Wahrheiten übersehen, um dich zu einem Guten zu führen, das du sonst nie erkannt hättest. Ein wohlwollendes Übersehen, könnte man sagen. Eines dieser Erlebnisse war, als ich mit einem syrischen Schleuser zu tun hatte, der respektabel wirkte. Oder wir alle dachten das zumindest. Wir übergaben ihm unser gesamtes Geld, damit er uns nach Europa bringt. Seine Belohnung war, uns nur bis nach Griechenland zu bringen, den Rest des Geldes zu stehlen und nach Amerika zu fliehen. Die Rückgewinnung unseres Geldes schien nahezu unmöglich, doch Gott in seiner erstaunlichen Großzügigkeit schickte uns einflussreiche Menschen, die auf wundersame Weise das wiederbeschaffen konnten, was uns dieser Mann genommen hatte. Der Weg des Landschmuggels war eine ganz eigene Geschichte. Der Schmuggel von der Türkei nach Europa war ein unvergessliches Erlebnis. Der Schmuggler sagte zu uns, bleibt hier stehen, setzt euch hin und rührt euch nicht. Wir folgten den Anweisungen wie Schüler bei einer Prüfung, saßen in einem Café oder sogar auf der Straße und froren stundenlang, während wir auf den Moment der Erlösung warteten. Wir waren dem eisigen Frost nahe am Erfrieren und plötzlich, als ob er seine Soldaten in einer Schlacht kommandierte, rief er, »Jetzt bewegt euch, und zwar schnell!« Dann rannten wir los, ohne zu wissen, was die nächste Station war oder wann wir anhalten würden, während unser Schrecken mit jedem Schritt zunahm. Die Strecke glich einer Lektion in Geduld gegenüber der Kälte, einer Kälte, die ich in meinem Leben noch nie erlebt hatte. Einige Menschen starben unterwegs und ihre Leichen lagen verstreut wie stumme, tragische Geschichten. Andere wurden erschossen, da auf der Route Mafiabanden lauerten, die nicht nur stahlen, sondern auch mordeten. An einem Schmuggelstützpunkt begegnete ich in der Unterkunft eines Helfers des Schmugglers, einem syrischen Arzt.
der eine Kugel ins Bein bekommen hatte. Trotz all dieses Todes und Grauens muss ich ehrlich sagen, dass meine Reise fast wie ein Spaziergang im Vergleich zu den Leiden anderer bedauernswerter Flüchtlinge war. Das Warten war ein ständiger Begleiter auf dieser Reise, ein Warten, das Stunden dauerte, während die Nerven der Wartenden wie Teig zwischen den Händen eines Bäckers geknetet wurden. Der Schmuggler sagte uns, in einer Stunde sind wir am Strand und steigen in das Boot. Doch dann vergingen 16 Stunden, in denen wir von einem Ort zum anderen getrieben wurden, ohne die geringste Hoffnung auf eine baldige Erleichterung. Ich hatte keine andere Wahl, als am Glauben festzuhalten und immer wieder zu mir selbst zu sagen, alles ist gut, es kommt von Allah und ich kann nichts anderes tun, als geduldig zu bleiben. Ich verbrachte die Zeit mit dem Gedenken an Allah und Lesen, obwohl Lesen unter diesen Umständen eine nahezu übermenschliche Leistung darstellt. Die Gemüter der Menschen waren angespannt, ihre Nerven wie straff gespannte Saiten. Das Kuriose an dieser Reise war, dass ich überzeugt war, die Sache würde nicht schwer werden, vielleicht sogar angenehm. Wie ich zu dieser Schlussfolgerung kam, weiß ich nicht, aber ich hatte Bedenken, dass meine Muskeln schwinden könnten, weil ich das Fitnessstudio schon lange nicht mehr besucht hatte. Also rüstete ich mich mit einem Rucksack voller Dosen Mortadella aus, um den Proteinbedarf zu decken, ohne daran zu denken, dass das nicht gerade die gesündeste Nahrung ist. Aber was hätte ich tun sollen? Der Schmuggler hatte mir den Eindruck vermittelt, die Reise würde in einem luxuriösen Auto stattfinden. Also dachte ich, warum nicht? Vielleicht genieße ich den Luxus während der Fahrt. Dieser Rucksack verwandelte sich jedoch von einer Proteinquelle in eine schwere Last, die meine Schultern zu Boden drückte. Ich war der Einzige, der mit einem Rucksack unterwegs war, der sich anfühlte wie ein Berg auf meinem Rücken. Es schien, als wäre ich zwischen den Flüchtlingen verloren, beladen mit unnützem Gepäck. Ein Zeichen für meinen Luxus, der nicht zu dieser Erfahrung passte. Aber ehrlich gesagt, hätte mein Verstand sich niemals vorstellen können, dass ich in eine solche Situation geraten würde, als ob ich eine komische Abenteuerreise unter den Flüchtlingen erleben würde. Und schließlich kam die Zeit des Meeres. Gemeinsam mit jungen Männern und Frauen stieg ich in ein Schlauchboot mitten in der Nacht auf dem Weg zur nächsten griechischen Insel. Die Strecke war nicht lang, nur eine halbe Stunde. Aber lass dich nicht täuschen, das Meer hatte uns im Visier. Das Boot kämpfte gegen die Strömung und jede falsche Bewegung hätte das Boot umkippen können. Wir saßen dicht aneinander, unsere Rücken lehnten an den Rändern des Bootes und das Wasser berührte fast unsere Füße. Der Abstand betrug nicht mehr als 5 Zentimeter. Wir erreichten die Insel, als ob wir am Ende einer verrückten Reise wären. Kaum hatten wir das Ufer erreicht, zerriss der Schmuggler das Boot. Es blieb uns nichts anderes übrig, als weiterzulaufen. Unsere Füße durchquerten das kalte Wasser, als würden sie eine Herausforderung gegen den Ozean bestehen, bis wir im Dunkeln des Nachts das Ufer erreichten, wo unsere Atemzüge vor Kälte gefroren und wir wie menschliche Statuen erstarrten. Plötzlich griffen Polizeihunde an. Mit dem Gebell der Hunde und den Rufen der Polizei wurden wir angewiesen, auf die Knie zu gehen, damit die Hunde näher kommen konnten. Das war jedoch erst der Anfang, denn sie brachten uns an einen kalten Ort, wo wir auf dem Boden saßen. Eine Situation, die schlimmer war als ein Albtraum. Dann fragten sie einfach, gibt es Kranke unter euch? Eine Frau in unserer Gruppe war tatsächlich krank. Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas Gutes tun sollte und hob meine Hand, um zu sagen, sie spricht kein Englisch, ich werde für sie sprechen. Die Antwort kam schnell. Du und sie, steht auf und setzt euch auf diesen Stuhl. Gepriesen sei Allah. Ich wollte nur der Frau helfen und am Ende war ich derjenige, der davon profitierte. Es war, als ob Allah mir sagen wollte, siehst du, deine gute Tat war nicht umsonst. Sie hat zuerst dir selbst genutzt. Das war eine weitere Lektion in meinem Leben. Wann immer ich eine gute Tat für Allah vollbringe, kehrt die Belohnung zu mir zurück, oft größer als erwartet, sei es sofort oder später und auf unerwartete Weise. Ich habe viele entscheidendere Situationen durchlebt, deren Früchte in Form von Hilfe kamen, die ich von Menschen erhielt, denen ich einst eine einfache Gefälligkeit erwiesen hatte. Diese Hilfe war nie in meinen Gedanken, denn es waren nur kleine Opfer, die nur wenige Tage dauerten, aber sie reichten aus, damit Allah mir Türen öffnete, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie existieren.